Schöne, laue Sommernächte. Endlich wieder Freunde treffen und feiern. Das macht Spaß. Doch am nächsten Tag folgt dann oft der Katzenjammer. Man hat einen ausgewachsenen Kater. Doch dagegen gibt es haufenweise Hausmittel. Sprite, Gemüsebrühe und deftiges Essen. Frische Luft und raus, das ist das Allerbeste. Ich trinke dann einen guten Kaffee und dann ist es weg. Ich schnapp mir eine Flasche Wasser und gehe an Meinung. Genau. Viel trinken, das würde ich jetzt auch sagen. Heringssalat ist, glaube ich, auch ganz gut. Einfach was Süßes essen und abwarten. Und dann wird alles wieder gut. Und auch im Internet werden alle möglichen Mittelchen angepriesen, die versprechen, den Kater zu vertreiben. Hilft das wirklich? Ich habe jetzt 2 verschiedene Produkte gekauft, die angeblich gegen Kater helfen sollen und will jetzt mal herausfinden, was das bringt. Zuerst wollen wir aber vom Frankfurter Arzt Tassilo Scherle wissen, was denn überhaupt im Körper passiert, wenn man zu viel Alkohol trinkt. Alkohol hat verschiedene Effekte auf den Körper. Hier ist als erstes zu nennen, dass es zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust kommt und damit verbundenen Mineralstoffverlust, was wiederum das Gehirn dann sehr stark merkt durch den fehlenden Flüssigkeitsspiegel. Ein weiterer Effekt ist, dass natürlich der Alkohol auch die Magenschleimhaut angreift, was wiederum zu einer starken Entzündung der Magenschleimhaut führen kann. Und kann man mit Medikamenten etwas dagegen tun? Wenn man jetzt in der Apotheke oder im Internet sich Präparate organisiert, die gegen den Kater helfen sollen, ist es wichtig, dass es sich um mineralstoffhaltige Präparate handelt, um die verloren gegangenen Mineralien zu ersetzen. Wenn dann die Kopfschmerzbekämpfung im Vordergrund steht, sollte nach Möglichkeit, wenn man es verträgt, als Wirkstoff Ibuprofen bevorzugt werden. Vermeiden sollte man an Wirkstoffen eher die Acetylsalicylsäure, das klassische Aspirin sozusagen, weil das die Magenschleimhaut angreift, aber auch das Paracetamol, weil das Paracetamol doch relativ leberaggressiv sein kann. Mit einigen Hausmitteln kann man dafür sorgen, dass der Kater nicht so schlimm wird. Manches kann man sogar schon vor dem Feiern beherzigen. An Prophylaxe könnte man zum Beispiel eher eine fettreichere Nahrung zu sich nehmen, dass der Alkohol nicht so schnell vom Körper aufgenommen wird, was insgesamt sehr günstig ist. Man sollte es vermeiden, zuckerhaltige und kohlensäurehaltige Getränke noch zusätzlich zu sich zu nehmen. Am nächsten Tag, wenn der Kater dann seine volle Präsenz hat, macht es Sinn, auf jeden Fall auch eher sich salzhaltig zu ernähren, zum Beispiel ein Salzbrot oder eine salzige Brühe oder auch dann diese klassischen Fischangebote, die auch sinnvoll sind und vor allem auf sehr, sehr, sehr viel Flüssigkeit zu achten. Und am Ende haben wir noch einen todsicheren Tipp gegen den Kater. Weniger trinken. Prost!